Kann künstliche Intelligenz helfen, Food Waste zu vermeiden und aus dem, was unser Kühlschrank hergibt, ein Rezept kreieren und unsere Resten aufbrauchen? Und schmeckt das Ganze dann auch? Wir machen heute den Test. Willkommen bei der Lifehackerin. Ihr habt euch Resteverwertungsideen gewünscht und ja, ich würde uns und vor allem Ina da großes Talent attestieren, um aus allem Möglichen noch etwas Tolles und Leckeres zu zaubern. Aber manchmal haben selbst wir keine Ideen mehr oder den Kopf voller anderer Dinge, dass wir einfach nicht noch ein kreatives Rezept entwickeln können. Und heute ist so ein Tag. Es ist unglaublich viel los und ich muss aber trotzdem noch schnell etwas zu essen zubereiten. Und ich habe nichts speziell eingekauft. Das heißt, ich gucke mal, was im Kühlschrank und in der Küche noch so vorhanden ist. So, Maiskörner und Hummus von gestern. Kartoffeln, ja, die müssen wir auch aufbrauchen. Die Eier halten noch. Gurke, die wären, glaube ich, auch zu verbrauchen. Und dann, glaube ich, noch Brot. Ja, genau. Ui, steinhart, aber daraus lässt sich ja vielleicht auch noch was machen. Also, wir haben noch ein paar wenige Ofenkartoffeln, selbstgemachtes Hummus, ein paar Maiskörner, 2 Tomaten, eine halbe Salatgurke und hartes Brot. So spontan, vielleicht könnte man was überbacken, wobei dann bräuchte es noch Käse. Das hätten wir, glaube ich, zur Not sogar noch. Aber fragen wir doch einfach mal ChatGPT. ChatGPT ist ja momentan in aller Munde. Hast du bestimmt auch schon davon gehört, die Unis und Schulen haben Angst, dass jetzt die SchülerInnen und Studierenden die Hausarbeit von ChatGPT schreiben lassen und so weiter. Wir nutzen den Chatbot heute mal für was Analoges, denn der soll uns aus diesen Zutaten doch ein Rezept kreieren. Falls du noch kein Login hast, kannst du das bei OpenAI, also bei dem Unternehmen, das ChatGPT erfunden hat oder kreiert hat, ein Login machen. Und dann kann es auch schon direkt losgehen mit dem ersten Chat. Also, kannst du mir ein Rezept kreieren? Ich habe folgende Zutaten: wenige Ofenkartoffeln, Hummus, hartes Brot. Gut. Mal schauen, was kommt. Natürlich, hier ist ein einfaches Rezept, das du aus deinen Zutaten machen kannst. Ofenkartoffelsalat mit Hummus und Tomaten. Das klingt eigentlich schon mal gut, aber ich habe eigentlich an etwas Warmes gedacht. Also ich frage mal, kannst du daraus auch ein Rezept für eine warme Mahlzeit kreieren? Natürlich, hier ist ein Rezept für eine warme Mahlzeit, die du aus den Zutaten machen kannst. Ofenkartoffeln mit Gemüseauflauf mit Hummus-Topping. So, jetzt bin ich gespannt. Wenige Ofenkartoffeln. Jetzt kommt aber noch wesentlich mehr. Rote Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl, Paprikapulver. Käse optional. Klingt gut, aber ich muss ihm sagen, also Paprika und Zucchini habe ich definitiv nicht. Danke, das klingt gut. Ich habe allerdings keine Paprika und keine Zucchini. Kein Problem, hier ein alternativer Rezeptvorschlag ohne Paprika und Zucchini. Ofenkartoffeln und Gemüseauflauf mit Hummus-Topping. Das Brot ging vergessen. Oben steht so 2 Scheiben hartes Brot. Ich sehe das Brot nicht in der Anleitung. Kannst du das bitte noch ergänzen? Entschuldige für das Versehen. Hier ist die ergänzte Anleitung, um das Brot zu verwenden. Gut, let's start. Zu unseren bisherigen Zutaten kommen also noch eine kleine Zwiebel und 2 Zehen Knoblauch, Olivenöl, Paprika, Salz, Pfeffer und geriebenen Käse. Also, Schritt 1 wäre Ofen einheizen und die Kartoffeln backen. Die sind ja schon gebacken. Das hat er offensichtlich nicht gecheckt, aber dann gebe ich die einfach schon mal in die Ofenform. Das ist nicht so viel. Gut, dann zweiter Schritt.
während die Kartoffeln im Ofen Gemüse vorbereiten. Also schneide die Tomaten, Salatgurke in kleine Stücke. Gut. Gut, dass ich die heute verarbeite, die sind nämlich tatsächlich schon ziemlich weich. Dann die Gurke. Also kleine Stücke. Ich glaube, so ist schon okay. Gebackene Gurke hatte ich, glaube ich, noch nie. So ist sie lecker. Also farblich wird das schon mal was und dann, ich glaube, das mal beiseite stellen, dann geht es nämlich um das Brot. Schneide das Brot in kleine Würfel und gib sie in eine Schüssel. Füge einen Esslöffel Olivenöl hinzu und vermische alles gut, bis die Brotwürfel auf ein Backblech und backe sie über 5 bis 7 Minuten, bis sie knusprig werden. Das ist ja schon knusprig. Das ist echt hart. Es stand 2 Scheiben, aber da jetzt das Brot relativ klein ist, habe ich jetzt 5 Scheiben gemacht. Gut. Also Würfel. So. Einen Esslöffel Olivenöl. Ja, vielleicht sind es dann auch 2. Einmal umrühren. Und für das restliche Brot habe ich noch ein Lifehack. Das mache ich jetzt nass unter Wasser und gebe es dann auch gleich noch aufs Backblech. Und dann ist es danach nämlich wunderbar wieder knusprig, weich. Und ich kann es heute auch noch verzehren. So, ab damit in den Ofen. 200 Grad. Und dann, ja, vielleicht jetzt, weil der Ofen noch kalt war, geht es vielleicht 10 Minuten. In einer kleinen Pfanne Olivenöl erhitzen, füge Zwiebeln und Knoblauch hinzu und brate sie an. Ja, wie willst du denn die Zwiebeln haben? Stand da vorher was? Eine kleine rote Zwiebel gehackt und Knoblauchzehen gehackt. Also, etwas Olivenöl. Dann die Zwiebeln. Und Knoblauch statt klein zu hacken, erlaube ich mir einfach zu pressen. Und hier, super Lifehack, die ganzen Zehen verwenden, also nicht extra noch schälen. Durchdrücken und die Schale bleibt wunderbar hier drin. Und die Knoblauchpresse bleibt erst noch sauberer eigentlich. Müsste man kaum waschen. Also natürlich würde ich sie trotzdem waschen. So. Tipptopp. Nochmals eine Schale. Sehr gut. Dann kommt Paprikapulver noch dazu. Zumindest sagt das ChatGPT. Spannend. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht hinzugefügt. So. Also das wird jetzt mit dem Gemüse vermischt. Also gemäß ChatGPT würde jetzt das über die Kartoffeln verteilt werden. Die Kartoffeln habe ich jetzt einfach da drin, weil es ja eh nicht so viele sind. Und jetzt kommt optional noch der Käse dazu. Und was ich auch gerade merke, ist, dass Salz und Pfeffer im Rezept nicht mehr vorkommt. Ich glaube, das war vorher mal. Ich glaube, ich hätte das vor dem Käse noch würzen müssen. Jetzt das einfach oben drauf. Mische das nochmals untereinander. So, und dann ab damit in den Ofen. Und das Brot muss natürlich direkt raus. So. Die sehen gut aus, aber das da wahrscheinlich noch nicht. Das braucht noch einen Moment. Gebe ich einfach noch mal rein. Gut.
20 bis 25 Minuten. Nee, 15 bis 20 Minuten. Mal gucken. So, nach 5 Minuten sollte das Brot jetzt gut sein. Ja, guck mal, perfekt. Das kann man wunderbar heute noch essen. Der Rest braucht noch 10 Minuten. Nach gut 15 Minuten nehme ich das raus. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Ich würde sagen, ein bisschen trocken. Ich glaube, ich gebe noch ein bisschen Olivenöl drüber. So, und jetzt bin ich leicht verwirrt, weil da steht was von Brotwürfel, aber nicht mehr was von Hummus. Das war doch auch noch dabei. Ich glaube, in einer früheren Version hieß es Hummus als Topping, dafür waren die Brotwürfel und dann haben wir doch die Brotwürfel, aber dann ging das Hummus verloren. Ich gebe einfach beides drauf als Topping. Also zuerst Hummus. So, jetzt kommt der große Moment. Es darf gekostet werden. Und diesmal weiß ich wirklich nicht, wie es schmeckt, weil ich habe es ja logischerweise noch nie so gekocht. Oh, das ist ein bisschen viel. Also doch. Also es ist definitiv viel leckerer, als es ausschaut. Ich würde jetzt optisch eine 2 von 10 vielleicht geben. Also mindestens so in der ganzen Form. Also ist nicht Instagrammable, aber geschmacklich kann das absolut was. Finde ich lecker, kann ich gut so essen. Ich würde vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen was an Kräutern oder Gewürzen dazu tun. Schon ein bisschen mehr Olivenöl, bevor es in den Ofen geht. Aber es ist wirklich lecker, doch. Das kann was. Aber es ist trotzdem hilfreich, kochen zu können oder mitzudenken und ChatGPT nicht einfach 1:1 zu nehmen, weil eben, da ging dann das Hummus vergessen, zuvor das Brot, Salz und Pfeffer stand irgendwie plötzlich auch nicht mehr. Wobei man natürlich auch sagen muss, ChatGPT ist natürlich besser, je besser ich bin, also je gezielter ich Fragen stelle oder Aufgaben gebe. Von daher kann man das natürlich auch mitsteuern. Also eben, hätte ich das erste Rezept genommen, wäre es ja ein Salat geworden und jetzt ist es ein Auflauf. Da hilft es doch noch ein bisschen mitzudenken. Aber ich kann mir gut vorstellen, wieder mal mit KI zu kochen. Allerdings jetzt nicht, dass ich mir jedes Rezept von ChatGPT machen lasse. Dazu koche ich viel zu gerne, dazu erstelle ich viel zu gerne selber Rezepte oder experimentiere mit Ideen, die ich im Kopf habe. Aber gerade wenn man jetzt ein paar Zutaten hat, die man so auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenbringt, Resteverwertung, oder wenn man den Kühlschrank leeren muss, bevor man in den Urlaub fährt, finde ich das eigentlich eine gute Variante, um Food Waste zu vermeiden, um die Reste zu verarbeiten und schlussendlich auch, um auf neue Ideen zu kommen. Also das mit der Salatgurke im Ofen. Doch, hätte ich mir so nicht vorstellen können, aber schmeckt auch warm, ist spannend, gibt was Neues, mache ich sicher mal wieder. Was ist deine Meinung zu Kochen mit künstlicher Intelligenz? Lass uns doch in den Kommentaren dazu austauschen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss.